und es ist mir eine große Freude, Frau Dr. Helga Ehrmann-Falkenau zu begrüßen. Sie ist in Oberösterreich geboren, studierte Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Politikwissenschaften an der Universität Wien. Frau Dr. Ehrmann-Falkenau promovierte in der Philosophie zum Thema Freiheit und Bedingtheit bei Kant und Freud. 1983, also bereits mit 26 Jahren, die Ausbildung in Psychotherapie im österreichischen Arbeitskreis für Gruppendynamik und Gruppentherapie in integrativer Gestalttherapie. Danach folgten Weiterbildungen in mehreren psychotherapeutischen Verfahren und in der Traumatherapie. Schwerpunkte von Frau Dr. Ehrmann-Falkenau sind einerseits die Weltreligionen und andererseits Dialogprojekte zu Themen wie Wirtschaft in Gemeinschaft oder die Friedensförderung durch Begegnung von Menschen unterschiedlicher Religionen. Seit 2012 ist sie Psychotherapeutin bei Hemmayat, dem Betreuungszentrum für Folteropfer und Kriegsüberlebende. Sie ist Referentin bei Fachtagungen und Fortbildungen. Ein ganz zentrales Thema ist für Frau Dr. Ehrmann-Falkenau die Auseinandersetzung mit der Frage, wie zwischenmenschliches Verstehen nach zwischenmenschlichen Katastrophen wie Krieg, Gewalt, Missbrauch wieder aufgebaut werden kann. Der Titel ihres heutigen Vortrags ist Empathie in der Psychotherapie, ein entwicklungsförderndes und heilsames Prinzip mit Geschichte. Ich bitte um deinen Vortrag. Ja, ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass Sie gekommen sind zu unserer Tagung. Ich möchte Ihnen gleich am Beginn sagen, ich bin keine Edith Stein-Expertin, aber eine Liebhaberin. Ich liebe Edith Steins Philosophie und speziell auch dieses Werk zum Problem der Einfühlung, weil es mir als Psychotherapeutin sehr viel gesagt hat. Und nämlich das, was die Reflexion dessen ist, was Gefühle sind, was das Fühlen ist, wie das in einem geistigen Bezug steht. Und und speziell eben auch dieses Hauptthema der Empathie, das ist ja ein zentrales Thema in der Psychotherapie, das allgegenwärtig ist. Also das ist ein wichtiges Thema in der Entwicklungspsychologie und es ist auch ein wichtiges Thema in der Psychotherapie. Ich bin Psychotherapeutin und habe schon jetzt ein paar Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich. Und da sind immer wieder diese vielen Facetten dessen, was Empathie ist, mir begegnet. Und auch, wie sich ein Mensch, der anderen Menschen zuhört und insbesondere dann, wenn es darum geht, die Brüche im Leben einer anderen Person zu verstehen und dieser Person zu helfen, sie zu verarbeiten. Das heißt, wieder Kohärenz zu ermöglichen, wieder ein zusammenhängendes Erleben, ein zusammenhängendes inneres Erleben und ein zusammenhängender Lebensgeschichte, ein Verstehen, ein Sinnzusammenhang. Ich werde später dann noch auf die humanistische Psychotherapiebewegung zurückkommen. Viktor Frankl ist ein wichtiger Vertreter dieser Bewegung. Ich bin leider nicht in dieser Richtung ausgebildet, aber ich habe mich immer auch dafür interessiert. Ja, aber jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf Edith Stein. Das, was hat mich angesprochen bei der Lektüre des Werkes zum Problem der Einfühlung. Ich möchte Ihnen einfach ein paar Sätze vorlesen, sie ein bisschen kommentieren, um den Anschluss zu ermöglichen. Ja?
Als erstes geht es mal um das Fühlen. Also das hat mich besonders angezogen, diese Bestimmung, diese Definition. Denn also da geht natürlich ein Text jetzt voraus, ja, Worte voraus. Denn wie in Wahrnehmungsakten physische Natur, so konstituiert sich im Fühlen ein neues Objektreich. Die Welt der Werte. In der Freude hat das Subjekt ein erfreuliches. Den Zugang zu diesen Erlebnissen gewährten uns in erster Linie die Ausdruckserscheinungen. Da wir sie aus den Erlebnissen hervorgehend betrachteten, haben wir hier zugleich ein Hineinreichen des Geistes in die physische Welt, ein Sichtbarwerden des Geistes im Leib, ermöglicht durch die physische Realität, die den Akten als Erlebnissen eines psychophysischen Individuums zukommt und die Wirksamkeit auf die physische Natur in sich schließt. Also hier geht sie sozusagen ein auf das Geistige des Leiblichen und die Verbundenheit des Leiblichen mit dem Emotionalen, mit dem Seelischen. Diese Verschränktheit, dieses nicht einfach nebeneinander stellen können, sondern wie sich das durchdringt und sie erforscht und geht der Frage nach, wie das jeweils erscheint und sich zeigt. Und das ist natürlich für den psychotherapeutischen Zusammenhang von großem Interesse, weil immer dort, wo es auch um Geistiges geht, dort gibt es auch Regeneration, dort gibt es auch Heilung, dort gibt es Erneuerung. Ja, und es hat auch in der weiteren Folge die Psychotherapie-Reflexion, die psychotherapeutische Reflexion in der Geschichte sehr bewegt, wie dieses Verhältnis jeweils ist, ja. Wie sich das auch auf die Frage der Empathie, wie sich das umlegen lässt, ja. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen weiteren Satz vorlesen, wo es darum geht, über diesen Zusammenhang von Selbst und Fühlen. Also Selbst ist auch für die Psychotherapie ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Da geht es um die individuelle, einzigartige Person, auch um den Bezug zu sich selbst. Dieses Selbst ist selbstreferenziell. Es hat einen Bezug zu sich selbst und dadurch entstehen psychische Prozesse. Also Selbst und Fühlen. Es wäre denkbar, dass ein lebendes Subjekt eine Objektwelt sich gegenüber hätte, ohne jemals seines Selbst und seines Bewusstseins inne zu werden, ohne selbst für sich da zu sein. Das ist dieses Selbstbezug. Sobald dieses Subjekt aber nicht nur wahrnimmt, denkt und dergleichen, sondern auch fühlt, ist das nicht mehr möglich. Denn im Fühlen erlebt es nicht nur Objekte, sondern sich selbst. Es erlebt die Gefühle als aus der Tiefe seines Ich kommend. Damit ist zugleich gesagt, dass dieses sich erlebende Ich nicht das reine Ich ist, also das Ich denke sozusagen, das alle Vorstellungen begleitet, also nicht das reine Ich ist, denn das Ich, das reine Ich hat keine Tiefe. Das Ich aber, das sich im Gefühl erlebt, hat Schichten von verschiedener Tiefe, die sich enthüllen, indem die Gefühle aus ihm entspringen. Das Fühlen ist das sich selbst Innewerden der individuellen geistigen Person. Das war für mich ein ganz wunderbarer Satz, der ist mir irgendwie Leitsatz geworden. Also das Fühlen ist das sich selbst Innewerden, also ich bemerke mich sozusagen, ich spüre mich, ich habe mich in meiner individuellen Existenz sozusagen in meiner Wahrnehmung und in meinem Gewahrsein.
Und das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt in der Psychotherapie. Das ist also gerade in der humanistischen Psychotherapie ist das ein zentraler Punkt, zentraler Ansatzpunkt der Psychotherapie. Sowohl für den Klienten als auch für den sich einfühlenden Psychotherapeuten. Also, ja, genau. Ich werde jetzt noch einen weiteren, Moment. Okay. Ich werde jetzt auch noch ein weiteres Zitat von Edith Stein über die Einfühlung als Konstitution der geistigen Person des anderen vorlesen. Wie in den eigenen geistigen Akten, die eigene, so konstituiert sich in den einfühlend erlebten Akten die fremde Person. Jede Handlung eines anderen erlebe ich als hervorgehend aus einem Wollen und dies wiederum aus einem Fühlen. Damit ist mir zugleich eine Schicht einer Person und ein Bereich prinzipiell für ihn erlebbarer Werte gegeben, der wiederum die Erwartung künftiger möglicher Willensakte und Handlungen sinnvoll motiviert. Eine einzige Handlung und ebenso ein einziger leiblicher Ausdruck, ein Blick oder ein Lächeln, kann mir somit einen Einblick in den Kern der Person gewähren. Ich lese es jetzt nochmal vor, weil der Satz so komplex war, so reich an Inhalten. Ich habe ihn ja oftmals gelesen, da habe ich einen Vorsprung. Ich lese ihn nochmal. Wie in den eigenen geistigen Akten die eigene, so konstituiert sich in den einfühlend erlebten Akten die fremde Person. Jede Handlung eines anderen erlebe ich als hervorgehend aus einem Wollen und dies wiederum aus einem Fühlen. Damit ist mir zugleich eine Schicht einer Person und ein Bereich prinzipiell für ihn erfahrbarer Werte gegeben. Also mit dem Fühlen sind die Werte verbunden bei Edith Stein. Der wiederum, also dieser Bereich der erfahrbaren Werte, motiviert die Erwartung künftiger möglicher Willensakte und Handlungen. Eine einzige Handlung und ebenso ein einziger leiblicher Ausdruck, ein Blick oder ein Lächeln, kann mir somit einen Einblick in den Kern der Person gewähren. Also das heißt, es gibt nicht sozusagen die Bereiche der Person sind nicht fein säuberlich getrennt und wir müssen sie erst nachträglich zusammendenken, sondern wie sie sozusagen zusammenwirken, sondern sie sind immer in einer Einheit miteinander wirklich. Und wir haben sozusagen eben, wenn wir den Leib einer Person vor uns haben, haben wir die ganze Person vor uns. Und das spielt natürlich in der Psychotherapie auch, im Leben natürlich auf jeden Fall, aber auch in der Psychotherapie und in der psychotherapeutischen Behandlung eine große Rolle. Dass wir einfach direkten Zugang haben zum anderen, dass es nicht eine sozusagen Oberfläche gibt und dann eine Tiefe, zu der wir erst vordringen müssen, sondern die Tiefe zeigt sich uns schon in dem, der da sitzt, der sich ausdrückt, willkürlich oder unwillkürlich. Wenn wir uns dafür öffnen, wir können uns auch abschotten, wir können auch zumachen und in Distanz gehen, in Beobachtung gehen, das alles nur äußerlich sehen, das passiert leider. So kommt es dann zu großen Konflikten, zu großem Nichtverstehen und zu großen Verletzungen. Aber wir können eben auch anders. Wir können auch
dieses wirklich den anderen wirklich gegenwärtig haben, uns auch gegenwärtig sein lassen als ganze Person. Ja, ein Punkt von Edith Stein, also wie gesagt, ich bin ja keine Edith Stein-Expertin, sondern jemand, der Edith Stein wirklich sehr schätzt und sehr liebt und für die Psychotherapie als eine reiche Quelle, reiche anthropologische und auch methodische Quelle, ja, indirekt sieht. Einen Punkt möchte ich noch anführen, weil der dann besonders wichtig ist für die Psychotherapie. Edith Stein sagt an einer Stelle in dem Problem der Einfühlung, Einfühlung ist iterierbar. Ich habe ein bisschen Probleme gehabt mit dem Begriff iterierbar. Es heißt einfach Wiederholung, ja. Aber was sie damit meint ist, Punkt. Und so kann ich auch Einfühlungen einfühlen. Das heißt, unter den Akten eines anderen, die ich einfühlend erfasse, können auch Einfühlungsakte sein, in denen der andere, der eine Akte eines anderen erfasst. Dieser andere kann ein Dritter sein oder ich selbst. Im zweiten Fall haben wir reflexive Sympathie. Mein ursprüngliches Erleben kehrt als Eingefühltes zu mir zurück. Das heißt, wenn Sie sich in mich einfühlen, spüre ich das. Ich merke das. Und es hat eine Wirkung auf mich. Also es hat nämlich eine Wirkung auf mich auf der Gefühlsebene, auf der fühlenden Ebene, wie Sie mich anschauen mit freundlichen Blicken oder mit strengen Blicken. Und das zeigt mir Ihre Einstellung und sie wirkt unmittelbar. Ich muss es nicht erst analysieren und drüber nachdenken, sondern es wirkt unmittelbar auf mich. Ja? Es stimmt mich. Es bringt mich in einen, also ich fühle mich akzeptiert oder kritisiert oder wohlwollend angenommen oder eben nicht. Und da gibt's noch viel dazwischen natürlich. Aber es wirkt auf mich. Wir wirken aufeinander so, wie wir uns aufeinander einstellen und wie wir aufeinander schauen. Man merkt das sehr stark an den Augen auch, ja, am Blick. Das spielt eine große Rolle in der Traumatherapie, also der Blick. Das Wahrnehmen des Blickes des anderen hat eine große Auswirkung und ein großes Potenzial, wie wir Menschen dann verstehen können. Ja, also jetzt ich zähle jetzt nur mehr auf, dann beende ich diesen Teil über Edith Stein, da nochmal darauf zurückzukommen. Es gibt auch, Edith Stein spricht auch von Phasen von Einfühlungsakten. Also es gibt Phasen, also das Auftauchen des Erlebnisses, also dass mir das Erlebnis eines anderen auftaucht in meiner Aufmerksamkeit, in meiner Ausrichtung. Und zweitens die erfüllende Explikation, also der tatsächliche Einfühlungsakt. Ja? Sozusagen, sie spricht da von einem hineingezogen werden. Also der andere berührt mich, er zieht mich in sich hinein quasi und ich spüre das dann auch leiblich, dieses hineingezogen werden. Es ist nicht nur ein intentionales sich hineinversetzen, ein bewusstes sich hineinversetzen. Wir spüren das ja auch unwillkürlich in der Gefühlsansteckung zum Beispiel. Wenn jemand eine sehr starke emotionale Ausstrahlung hat, sehr große Angst zum Beispiel oder sehr aggressiv ist oder sehr freudig ist oder sehr freundlich ist, dann spüren wir das unmittelbar. Wir werden irgendwie hineingezogen. Ja? Und das ist natürlich wichtig, dass das auch mit einem Bewusstsein passiert. Ja, das ist sehr gut, wenn wir dessen gewahr werden, aha, da passiert jetzt was mit mir. Und dass wir uns auch selber dabei im Blick haben, was passiert da durch den anderen mit mir und kann ich noch darauf reagieren, kann ich noch darauf antworten.
Und da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das erste ist, wie reagiere ich unmittelbar, also einfach leiblich, emotional, psychisch, und wie reagiere ich bewusst, wie antworte ich letztlich. Ja? Bin ich in der Lage, mich gleichzeitig mit dem hineingezogen werden auch noch quasi zu verankern in meinem Zentrum, ja? Bei mir zu bleiben und zu sagen, jetzt erlebe ich diese Trauer des anderen. Jetzt habe ich irgendwie Teil an der Trauer des anderen. Jetzt erfasst es mich. Und jetzt, also mir passiert das ganz leicht, dass ich zu weinen anfange, wenn wer traurig ist. Ja, das lasse ich dann auch zu, weil es irgendwie gut ist. Ja, so mitzugehen einfach mit dem anderen. Und gerade bei meinen Klienten im Hemmayat, also mit den kriegsüberlebenden Menschen, die sehr, sehr, sehr erschütternde Dinge erlebt haben, die sie oft nicht erzählen können, die sie nicht einmal verbalisieren können oft, ja, dass denen das gut tut, wenn man nicht nur erschreckt und sich zurückweicht. Ja, das ist oft ein Reflex. Das ist sehr verständlich, muss man auch mit sich gut sein dabei, also das Verständnis haben für sich. Aber eben auch, man kann lernen, mitzugehen und zu vertrauen, dass diese Erschütterung einen Sinn hat, dass sie einfach eine menschliche, natürliche Reaktion ist auf zwischenmenschliche Katastrophen, auf zwischenmenschliche Verletzungen und also besonders bei Bedrohungserlebnissen, ja, ist ja sozusagen auch ein psychischer, ich mag zwar das Wort Mechanismus nicht so gern, aber ich sage das jetzt mal, eine psychische Reaktion, ja, neuronale Reaktion, dass wir quasi in Distanz gehen, dass wir zunächst einmal zumachen, ja, also es gibt so Regelkreise, die bei bestimmten Erlebnissen wirksam werden. Also da gibt es eine Theorie, die heißt Polyvagaltheorie, die ist für uns Traumatherapeuten sehr wichtig. Die sagt nämlich, wenn wir mit Erlebnissen zu tun haben, wo es um Bedrohung geht oder sogar um Lebensbedrohung geht, dann schaltet quasi das Nervensystem um mit dieser Situation umgehen zu können und sie zu überleben. Ja? Eine Überlebensreaktion, also sozusagen ein Komplex an Überlebensreaktionen schaltet sich quasi ein. Ja? So können wir dann schneller irgendwo weglaufen oder wir sind stärker, wenn wir uns wehren müssen oder wir merken unterschwellig alles, was für diese Situation relevant ist, sodass wir reagieren können. Ja? Alles andere ist ausgeblendet. Ja? Das kommt erst nachher wieder. Man fühlt dann oft auch gar keine Angst in der Situation, die ist sozusagen nicht spürbar. Ja? Die kommt dann, wenn die Gefahrensituation vorüber ist, kommt sie zurück. Die Menschen erleben dann auch körperliche Reaktionen, also Zittern, Weinen, aggressive Gefühle, alles, was halt da aufgeweckt wurde, aber in der Situation nicht gebraucht wurde, sozusagen, hinderlich gewesen wäre. Ja. Und natürlich reagieren Menschen da auch anders, unterschiedlich, je nachdem, wie ihr Charakter ist, wie sie sozusagen ihre Persönlichkeit, welche Gestaltung ihre Persönlichkeit hat. Ja? Wenn ich zum Beispiel mich viel auseinandersetze mit solchen Erlebnissen, entwickle ich langsam sozusagen ein Know-how, nicht zumachen zu müssen oder nicht in einen Verteidigungsmechanismus mich identifizieren zu müssen, sondern da bleiben zu können. Ja, da bleiben zu können und wahrnehmend da bleiben zu können und auch fühlend da bleiben zu können. Ja. Also das Fühlen ist gerade im Traumabereich sehr ein wichtiges, kritisches Thema, weil man in starken Bedrohungssituationen dann auch vom Fühlen dissoziiert. Ja, gerade und das hat große Auswirkungen dann,
wie wir bei Edith Stein jetzt gehört haben, das Fühlen hat einen direkten Bezug zum Selbst. Ja? Also wenn ich nicht mehr fühle, ob das, was ich erlebe, mich traurig macht oder zornig macht oder freudig macht, dann bin ich als Person nicht mehr ganz da. Genau. Das ist es, was wir sozusagen in der Psychotherapie, in der Traumapsychotherapie dann auch also speziell erlernen müssen sozusagen. Wir müssen erst, da reicht es nicht aus, dass wir sozusagen ein theoretisches Know-how haben, sondern dass wir auch lernen, uns selber in solchen Situationen, wenn uns jemand sowas erzählt, ja, zu reagieren, also sinnvoll zu reagieren, da bleiben zu können, noch im Fühlen bleiben zu können und noch im bewussten Wahrnehmen und Denken bleiben zu können. Ja. Also gerade diesen Bezug zum Selbst aufrechtzuerhalten. Ja. Das ist nämlich dann für die Beziehung zum Klienten von großer Bedeutung. Das ist der Raum, den wir ihm dann zur Verfügung stellen. Ja. Weil Menschen, die schwere traumatische Erlebnisse erlebt haben, die tragen sie irgendwie mit sich. Also sie haben oft so eine Ausstrahlung, ja, dass man, also dass sie gar nicht dazu kommen, einem was zu erzählen oft. Ja. Also erstens einmal können sie oft gar nicht erinnern, weil es abgespalten ist, wenn es um schwere Traumata geht. Aber auch, dass sie gar nicht dazu kommen. Aber wenn sie Empathie erleben, also wenn ein Mensch in ihrer Umgebung, das muss jetzt nicht ein Therapeut sein, bei sich bleiben kann, ja, und sagt, das ist aber erschütternd, das ist aber unerhört, was du da erlebt hast. Ja, also er geht mit, er schwingt mit, aber er bleibt auch noch im Fühlen und er kann sich in sich selbst noch verankert sein. Ja. Genau, das ist die Grundlage dann der Traumatherapie. Und da gibt es dann natürlich viele Möglichkeiten, wie können wir einen Menschen da fördern. Wir müssen dann schauen, dass wir gut wahrnehmen, wie fühlt sich der Mensch, in welchem Zustand ist der Mensch. Ja? Und wir müssen das auch einfühlend wahrnehmen. Wir können das nicht nur kognitiv wahrnehmen, sondern auch einfühlend. Ja? Das heißt, wir müssen in der Situation bleiben können, präsent bleiben können und hinschauen können. Also eine wesentliche Aktivität der Empathie im praktischen Feld der Psychotherapie ist auch das Hinschauen können und sehen können. Nämlich nicht nur die Augen, sondern die Person in den Augen. Ja, durch den Blick die Person. Und der andere soll auch in mir die Person sehen können. Grundsätzlich. Wir sollen ihm das zur Verfügung stellen können. Ja. Genau. Also, das heißt, die dritte, jetzt komme ich nochmal kurz zurück, die dritte Position ist, also die dritte Phase ist eben das zusammenfassende Vergegenständlichen des explizierten Erlebnisses. Also, dass wir dann auch reflektieren darüber, dass wir reflektieren und einordnen. Also, in welchen Bereichen ist der Mensch jetzt beeinträchtigt? Ja? In welchen Bereichen können wir ansetzen, dass sein Bezug zu sich selbst wieder lebendiger wird. Ja? Und da gibt es die verschiedenen Ebenen, eben zum Beispiel der Atem, das Atmen drückt sehr stark, also das Muster, in dem wir atmen, also ob wir schnell atmen oder langsam, ob wir oberflächlich oder tief atmen, ob unser Körper dabei sich bewegen darf oder ob wir eingezwängt atmen. All das drückt sehr, sehr viel von unserem inneren Erleben aus und von unserem Verhältnis zu Erlebnissen, die wir vielleicht
abgespalten haben. Wir sprechen in der Traumatherapie von Abspaltung, nicht von Verdrängung. Also das Wort Verdrängung, das kommt von Sigmund Freud in erster Linie, der ein großer Pionier ist und den ich auch sehr schätze, der viel irgendwie, also immer wieder auch kritisiert wird aus verschiedenen Perspektiven heraus. Aber das war mein erster Vater in der Psychotherapie sozusagen. Und das möchte ich auch würdigen. Und weil Sigmund Freud hat es tatsächlich unternommen, sozusagen aus dem Unverständlichen, Bizarren, was psychische Krankheitssymptome oft, wie sich die zeigen, ja, wie sie auf andere wirken, ja, wie sinnverstörend und sinnstörend sie sich gebärden, ja, in dem nicht nur böse Geister zu sehen, sondern irgendein Schicksal, ja, ein Schicksal eines legitimen Bedürfnisses, das der Kommunikation dient, das der Beziehung dient. Immer sind es wichtige Bedürfnisse, wichtige Impulse, die uns krank werden lassen, wenn sie gestört werden. Es sind nie nebensächliche. Wir werden nicht krank, weil wir so viel wollen oder weil wir irgendwie böse sind oder so. Ja, das ist dann vielleicht etwas, was ein Erkrankter von sich selber denkt, weil er diesen Response bekommen hat. Ich möchte Ihnen aber jetzt noch auch ein Beispiel vorlesen von einem ganz von mir auch sehr, sehr geschätzten Psychologen, Psychoanalytiker und Säuglingsforscher, Entwicklungspsychologen, Daniel Stern. Ja. Ich konnte ihn selber hören, also er ist in den USA also geboren und in der Schweiz, glaube ich, dann 2012 verstorben. Er war beim ersten Weltkongress für Psychotherapie 2001 zu hören und er hat von dieser Mutter-Kind-Beziehung berichtet, ja. Und zwar auf eine Weise, dass die ganzen Psychotherapeutinnen, die da gesessen sind und zugehört haben, gesagt haben, na endlich sagt das einmal einer. Weil er gesagt hat, es gibt eine derartig dichte Beziehung der Mütter zu ihren Kindern und die bleibt über das Leben hinweg. Ja? Und das ist normal. Das ist nicht also zu sehr bemutternd oder dranhängen an den Kindern, sondern das ist normal, dass diese Beziehung da ist. Und wenn die Väter dann ihre Frauen erleben, wenn sie ein Baby kriegen, dann stehen sie auf einmal ein bisschen daneben zuerst einmal. Ja? Und es entsteht eine neue Achse zwischen Mutter und Mutter, also Mutter und deren Mutter. Ja? Da werden dann viele Dinge wieder aufgerührt, viele Dinge kommen wieder hoch. Dieses Kindchen ist ja unglaublich evokativ, also das bewegt ganz viel bei uns. Ja? Und auch eben die eigene Kindheit. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich mein erstes Kind bekommen habe ich auf einmal ganz oberösterreichisch geredet. Ja, ich hab schon ein paar Jahre in Wien gelebt, habe das eigentlich schon abgelegt. Aber auf einmal haben wir gedacht, komisch, ich rede ganz anders. Ja, und ich habe auch entdeckt, wie viel Chance das gibt. Ja, das ist ein Aufgewühltsein und Aufgerührtsein. Aber es gibt eine Chance, so wie die Pubertät eine Chance ist, nochmal Dinge aufzuarbeiten. Und es gibt immer wieder verschiedene Chancen im Leben, wo wir in Krisen geraten, also in natürliche Lebenskrisen, wo wir Dinge neu verarbeiten und dann neue Beziehungen dazu herstellen können. Ja? Und also wie gesagt, Daniel Stern hat da die Psychotherapeutinnen glücklich gemacht mit diesen Erkenntnissen. Und er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Geburt einer Mutter. Ja, also er hat gesagt, dass das versetzt die Frau in eine ganz neue Situation und das ist auch hormonell, endokrinologisch eine Tatsache. Also es gibt ein Buch von Johannes Huber,
der holistische Mensch, wo er das auch ganz genau aus endokrinologischer Sicht beschreibt, diesen Umbau auch einer Frau, wenn sie Mutter wird. Und auch, wie sie empathisch, also das bereitet sie quasi vor, empathisch zu sein. Ja? Und nicht umsonst wird ja auch in der Bibel darauf Bezug genommen, also quasi, ich werde dich wie eine Mutter trösten. Ja? Also dass Gottes Liebe hat sich auch in das Mütterliche, so in dem Mütterlichen niedergeschlagen. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Personen auch mütterlich werden können. Auch Väter können mütterlich werden, sie werden das auch. Es hat auch auf die Väter eine hormonelle Wirkung, wenn sie Kinder kriegen. Und also ich sage immer, ich bin ja Psychotherapeutin, ich bin keine Neurowissenschaftlerin und auch keine Endokrinologin, aber ich finde das einfach ein sehr, sehr hilfreiches Wissen, das uns hilft, Dinge auf einer ganz, ganz basalen Weise auch zu verstehen. Genau. Also ich werde Ihnen jetzt, also auch bei Männern und auch bei sozusagen Adoptivmüttern, bei Bezugspersonen, die sich auf die Kinder einlassen, passiert auch auf der leiblichen Ebene etwas, ja, leiblich-seelischen Ebene etwas. Ja. Genau. Und ich werde Ihnen jetzt einfach einen Text, ich hoffe, es ist nicht allzu lang. Es ist schon lang, ja. Aber ich fange mal an, ja. Also, es hat mich fasziniert einfach, ja. Dieses Spiel zwischen Mutter und Baby und wie Daniel Stern das betrachtet mit großem Respekt. Also er hat eben diese Beziehungen im stationär betreut als Arzt, also als Psychologe, und also Psychologe, genau. Und hat das beschrieben dann, was er da wahrgenommen hat. Er selber, seine Frau er hat mit seiner Frau 6 Kinder. Er hat das oftmals erlebt, diesen Zyklus immer wieder, und hat das dann mit großem Respekt betrachtet, was da sich ereignet zwischen den beiden. Ja. Bis dahin, also da ist vorher noch etwas berichtet, bis dahin war das Ganze keine soziale Interaktion, sondern ein normales Stillen gewesen. Dann zeichnete sich eine Veränderung ab. Während die Mutter zu mir sprach und mich ansah, wandte sie den Kopf und starrte das Gesicht des Kleinen an. Dieses starrte seinerseits an die Decke, sah aber aus den Augenwinkeln, dass sich der Kopf der Mutter ihm zukehrte, woraufhin es ebenfalls den Kopf drehte und die Mutter anstarrte. Das war schon vorher geschehen, doch nun geriet das Baby aus dem Rhythmus und saugte nicht weiter. Es ließ den Lutscher an der Flasche los und die Saugwirkung setzte aus, als sich um seine Lippen ein winziges Lächeln andeutete. Sofort hörte die Mutter auf zu sprechen. Während sie sah, sie hat nämlich immer mit ihm gesprochen, ja, vorher beim Stillen. Während sie sah, wie sich sein Antlitz leicht veränderte, öffnete sie die Augen etwas mehr und hob ein wenig die Brauen. Das Baby heftete den Blick auf ihre Augen und nun verharrten beide einen Moment regungslos. Das Kind nahm das Saugen nicht wieder auf. Die Mutter behielt den Anflug von Erwartung in ihrem Gesichtsausdruck unvermindert bei. So schwiegen sie beide nahezu ohne jede Bewegung, bis die Mutter plötzlich »Hey«, sagte, zugleich die Augen weiter aufmachte, die Brauen noch höher hob und ruckartig den Kopf dem Kind entgegenstreckte. Fast zur selben Zeit weiteten sich die Augen des Kleinen. Es hob das Kinn und als sein Lächeln breiter wurde, entglitt seinem Mund der Lutscher. Jetzt sagte die Mutter, »Nanu«,
Nanu, Nanu, wobei ihr Sprechton anstieg und das Nanu bei jeder Wiederholung länger ausfiel, sowie stärker betont wurde. Bei jeder Phase drückte das Baby mehr Vergnügen aus, auch mit seinem Körper, der sich wie ein kleiner Ballon mit jedem Atemzug etwas stärker aufpumpte. Die Mutter hielt inne, ihre Züge glätteten sich. Erwartungsvoll musterten die beiden einander einen Moment lang. Dann legte sich die beiderseitige Erregung. Doch bevor sie ganz verschwand, ergriff das Baby plötzlich die Initiative und belebte sie erneut. Sein Kopf fuhr nach vorn, seine Hände zuckten empor, sein Lächeln wurde noch breiter. Daraufhin geriet auch die Mutter in Bewegung. Sie neigte sich vor, den Mund geöffnet und sagte mit strahlenden Augen, »Oh, du möchtest spielen, nicht wahr? Ja, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du noch Hunger hast.« »Nein, wirklich nicht.« Und dann ging's weiter. Nach einigem behaglichen Austausch steigerten sich Tempo und Erregung auf ein höheres Niveau, wo die Interaktion die Form eines sich wiederholenden Spiels annahm, dessen Zyklen verliefen ungefähr wie folgt. Die Mutter näherte sich dem Kleinen, beugte sich vor, runzelte die Stirn, jedoch mit einem Zwinkern in den Augenwinkeln, und dann spitzte sie den Mund ein wenig, als ob sie gleich lächeln wollte. Sie sagte, »Diesmal krieg ich dich aber«, und hielt dem Baby die Hand über den Leib, bereit zu einem kitzelnden Fingerspiel über das Bäuchlein und hin zum Halse sowie zu den Achselhöhlen. Ich beende das jetzt hier, das geht noch eine ganze Weile so weiter, und zwar immer in einem Zyklus. Ja? Es geht immer darum, dass sich ein Impuls zeigt, dass wenn er vom anderen aufgenommen wird, und das ist in kleinsten Bewegungen, in kleinsten Ausdrucksbewegungen der Fall, wenn der vom anderen aufgenommen wird, steigert sich ermuntert den anderen, sich weiter zu entfalten in seinem Ausdruck. Ja? Und das wiederum wird vom anderen nicht nur wahrgenommen, sondern erlebt. Bei dem passiert auch etwas durch diesen Ausdruck. Daniel Stern und andere Vertreter der intersubjektiven Psychoanalyse nennen das alterozentrierte Partizipation. Also Empathie ist ein Teil dieser Partizipation, dieser gegenseitigen Anteilnahme, dieses gegenseitigen Teilnehmens am Erleben des anderen. Ja? Und da ist der Akzent auf gegenseitiges Teilen. Ja? Also das ist wie ein Raum, es ist nicht einfach ein sich hineinversetzen, sondern es wird ein gemeinsamer Raum des Erlebens, wobei aber nicht eine Verschmelzung der Personen passiert. Also das hat zur Voraussetzung den Selbstbezug der beiden Personen. Ja? Und zwar drückt sich das in diesem Beispiel auch aus, dass immer wieder sozusagen Pausen und Rückzüge gemacht werden. Sozusagen, es werden immer wieder Pausen gemacht, dass der andere reagieren und sich regulieren kann. Speziell das Baby, dass es dieses Erleben jetzt quasi so eine Spur verarbeiten kann und dann eine neue Antwort geben kann. Ja, genau. Und da spricht Daniel Stern von den Gegenwartsmomenten. Ja, Gegenwartsmoment, das ist ein Begriff, den er geprägt hat. Und der sagt so viel wie, das sind so kleinste Einheiten von Sinngestalten. Ja, das, was der andere meint, das erfasse ich im Gegenwartsmoment. Und davon lebt sozusagen die Empathie. Und das heißt aber auch, ich muss präsent sein. Ich muss gegenwärtig sein. Und das heißt,
in mir kongruent, ja, alle meine Vermögen sozusagen möglichst in einer Einheit verbunden, möglichst, ja, sind wir meistens nicht, aber das ist sozusagen die Ausrichtung. Dann können wir dem anderen in Präsenz begegnen und erfassen, was von ihm kommt, ja, und teilnehmen und ein gemeinsames Erleben haben. Aber wie wohlgemerkt, nicht ein Verfließen der Grenzen der Personen, sondern im Gegenteil. Die eigene Personalität der beiden ist die Voraussetzung dafür. Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, war da ganz kritisch. Ja, das war immer im Verlauf der Psychotherapieentwicklung der Schulen ein ganz kritischer Punkt in der psychotherapeutischen Behandlung, dass dieses Verschmelzen ja nicht passiert. Ja, das hilft, da helfe ich dann dem anderen nimmer, sondern dass dieses Anteilnehmen, dieses Mitfühlen oder das Fühlen des anderen in einer Weise geschieht, dass es nicht konfluent ist, wie Fritz Perls das benennt. Ja? Also dass da die Persongrenzen verschwimmen. Das ist dann ein Problem, das behandlungswürdig ist. Ja? Also wenn wir das unter Empathie verstehen, dann sind wir am Holzweg. Genau. Also ich komme jetzt noch, weil ich jetzt schon, wie lange habe ich jetzt eigentlich geredet? Kann mir wer helfen? 50 Minuten. Ich springe jetzt über das alles drüber und genau. Ja, ich wollte eigentlich noch auf Martin Buber zu sprechen kommen. Das sage ich aber noch jetzt. Ja. Martin Buber ist Sie wissen, wer Martin Buber ist, ja, ein Philosoph, ein jüdischer, auch Gelehrter, der in Wien geboren ist und dann in Jerusalem verstorben ist am Ende seines Lebens. Und er hat sehr, sehr viel Einfluss ausgeübt auf unser ganzes Geistesleben eigentlich, auf die Pädagogik, auf die Psychotherapie. Die ganze humanistische Psychotherapiebewegung hat sich auf ihn bezogen. Ja? Und zwar auf seine Aussage, seinen Hinweis auf die beiden Grundworte, also die beiden Beziehungsformen oder die beiden Grundbeziehungsformen, in denen wir uns befinden können. Und wo dann jeweils das Ich, wie er sagt, ein anderes ist, wenn es sich in der einen Grundform oder in der anderen befindet. Also in der Ich-Du-Form, das ist die personale Beziehung, wo ich den anderen als andere Person wahrnehme und zwar oft auch gesteigert, wo es so eine Begegnung gibt, wo mir der andere in seinem Wesen auch gegenwärtig wird. Ja, und ich ihm. Er sagt auch, das ist dann gegenseitig. Also wenn das ist ein gegenseitiges Ereignis. Ja. Und alle Vertreter der humanistischen Psychotherapie beziehen sich in der einen oder anderen Weise auf ihn und auch in der Entwicklung der Pädagogik hat man sich ganz stark auf ihn bezogen bis heute. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich habe manchmal den Eindruck, vielleicht ist das etwas dreist, wenn ich das so sage, ja, man hat das 3. Kapitel von Ich und Du nicht gelesen. Weil dort begründet Martin Buber diese Beziehung von Ich und Du in der Beziehung Gottes zu den Menschen. Also in die Beziehung des schaffenden Gottes, des sich offenbarenden Gottes und des erlösenden Gottes. Das ist sozusagen die Grundlage, warum wir, also das tragen wir, das Beziehungshafte sozusagen dieses Gottes, tragen wir auch in uns. Das ist ein wesentlicher Bereich des Abbildes, das wir sind. Und
Unsere Beziehungsfähigkeit beruht darauf. Ja, er drückt das auch so aus. Zuerst ist der Radius, dann der Kreis. Zuerst kommt die Beziehung Gottes zu den Menschen und dann die Beziehung unter den Menschen. Das begründet die Beziehungsfähigkeit der Menschen, so sagt Martin Buber. Und ich bin ganz froh, dass ich da jetzt nochmal genauer nachgelesen habe, weil ich das immer schon irgendwo im Auge, im Blick hatte. Aber jetzt habe ich viele so Textstellen dazu gefunden, die das ganz konkret sagen. Genau. Ich möchte aber noch ganz kurz nur jetzt noch einmal einen Sprung machen, und zwar, wie ist das denn konkret in der Psychotherapie? Wie können wir einfühlsam sein? Wie können wir diese Art der Einfühlung haben, ja, die einerseits diese Differenzierung unserer Personen voraussetzt und gleichzeitig das Teilen unseres Erlebens. Ja. Also was können wir da tun? Wie können wir uns verhalten? Ganz einfach, Kochrezept. Ja. Das erste ist hinschauen, uns anschauen. Ja. Schauen, da sehe ich eine Person. Im Lächeln sehe ich die Person. In den Zornesfalten sehe ich die Person. In der Trauer sehe ich die Person. In dem kleinsten Lächeln, so wie wir das jetzt hier bei dem Baby gesehen haben, bahnt sich schon das an, was da ausgedrückt werden will. Ja? Und wir wissen das, wir spüren das, wenn wir da gegenwärtig sind. Ja? Und das andere ist das Zuhören. Der andere erzählt mir etwas. Und dass ich sozusagen nicht nur oberflächlich die Worte höre, sondern dass ich die Stimme höre, dass ich die Atmosphäre mithöre oder mitspüre beim Hören, ja? Dass ich das zwischen den Zeilen Gesagte, das Nicht-Gesagte bemerke. Ja? Und dann auch, wenn es darum geht, dass etwas nicht schlüssig ist, dass etwas irgendwo widersprüchlich erscheint oder doppelbödig oder sonst irgendwie unverständlich, dass ich davon ausgehe, dass dahinter eine sinnvolle Geschichte steht und dass sie sich erweisen wird in unserem Prozess des einander Begegnens und Wahrnehmens, ja, und Spürens vor allem, ja, auch. Genau. Und dann gibt es noch das Schweigen. Es gibt auch sozusagen das Empathie hat auch etwas mit Schweigen zu tun. Und zwar, Schweigen kann Raum geben. Ja? Schweigen kann Warten ausdrücken. Ja? Schweigen kann nicht vorgreifen ausdrücken. Das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch nicht zu schnelle Interpretationen machen, zu schnell verstehen, ja, sondern aushalten, da ist etwas noch nicht gesagt, ja, oder der übergeht das vielleicht sogar immer wieder, das auszuhalten und es im Herzen zu erwägen sozusagen. Ja. Also dieses Schweigen. Und Schweigen kann auch Takt bedeuten, taktvoll sein, wenn etwas Beschämendes geschehen ist. Sozusagen dieses Schützen des anderen auch. Ja? Nicht irgendwie oberflächlich zudecken oder weil es mir nicht gefällt oder weil es mir unangenehm ist. Das machen wir auch. Wir reagieren oft so. Aber da müssen wir uns dann selber gut wahrnehmen und reflektieren und wieder korrigieren. Ja? Dieses ist auch ein Teil der Empathiefähigkeit in der Psychotherapie, die ganz wesentlich ist, die Fähigkeit zur Selbstkritik. Also ich habe in meinen Therapien oft, gerade bei schwer traumatisierten Menschen, ist der Impuls, schnell was zu vollenden oder eine schnelle Antwort zu geben, der Impuls ist sehr schnell. Das ist eine Abwehrreaktion auf dieses Belastende. Ist es mir am Anfang immer wieder passiert, dass ich zu schnell irgendwelche Vorschläge gemacht habe, wie wir jetzt da atmen könnten und wie wir das machen können. Dann habe ich die Klientin verloren sozusagen. Musste ihr dann wieder nachgehen und sie einladen, dass wir das nochmal anschauen und dass ich da wohl zu schnell war und sie nicht verstanden habe. Da waren sie mir sehr dankbar, diese Selbstkritik zu auch erleben, ja, diese Achtsamkeit,
ich habe da was nicht verstanden, ich habe nicht mich einfühlen können. Ja, und jetzt möchte ich das beenden und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.